Hallihallo miteinander, mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf Drawing Like a Sir. Heute zeige ich euch, wie man Kurosaki Ichigo aus meinem Lieblingsmanga Bleach zeichnet. Letztens habe ich ja eine Umfrage auf Twitter gestartet und Bleach hat dort ganz knapp gewonnen. Nicht, dass ihr eine Wahl hattet. Also, fangen wir an mit dem typischen Kreis für den Kopf. Diesen Kreis halbiere ich in der Mitte und zeichne noch eine waagrechte Guideline direkt unter diesem Kreis ein. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das Kinn auch gleich mit einzeichnen. Und dieses Kinn, das verbinden wir jetzt. Und zwar mit dieser waagrechten Guideline, die unter dem Kreis ist. Nun zeichne ich Ichigos Hals ein. Ist auch recht easy, wenn ihr mich fragt. Ihr müsst eigentlich nicht mehr machen, als den Hals genauso breit zu zeichnen wie die Unterseite von seinem Gesicht, die wir ja schon eingezeichnet haben. Die Ohren sind auf dieser Illustration sehr lange, also zeichnet sie auch länglich ein. Den Rest vom Gesicht machen wir später. Mir ging es jetzt eigentlich nur darum, dass wir die grobe Form davon haben. Wichtig ist nämlich auch noch die obere Partie von seinem Körper. Die sollten wir nämlich als Dreieck erstmal einzeichnen und die beiden Kreise an jeden Seiten symbolisieren jeweils die Schultern. Jetzt fehlt noch der Rest von seinem Körper. Ihr müsst euch da nicht allzu viel Mühe beim Muskelaufbau geben, weil er später alles durch seinen Shihakusho bedeckt wird. Allerdings könnt ihr das natürlich gerne machen, es ist eine nette Übung. Als nächstes radieren wir die ganzen Guidelines aus. Die brauchen wir jetzt nämlich eigentlich nicht mehr. Was wir als nächstes brauchen, sind neue Guidelines, und zwar die für die Augen. Und die brauchen wir am besten in der Höhe von den Ohrenspitzen. Verbindet die Spitzen von den Ohren also jeweils und ihr habt eure neue Guideline für die Höhe der Augen. Im nächsten Schritt machen wir Ichigos Details, und zwar die im Gesicht. Dabei gehören zum Beispiel seine Nasenlöcher, aber auch sein Mund und die Lippe, die ganz charakteristisch immer bei Bleach-Charakteren eingezeichnet wird. Abgesehen davon möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass Ichigos Augen ungefähr dreieckig sind. Ich hätte jetzt dreieckig gesagt, allerdings sehe ich da nur zwei Spitzen. Ichigos Augen sind an der Unterseite recht rund, deswegen zeichnet sie ungefähr so ein wie ich. Behaltet aber ein Dreieck dabei vielleicht im Kopf, vielleicht hilft das ja. Bei so ziemlich allen Manga-Charakteren ist die Oberseite und die jeweilige Spitze von dem Auge etwas stärker mit Schwarz nachgegangen. Macht das am besten auch. Ich habe hier nochmal zwei Pfeile eingezeichnet, dass ihr seht, dass an den jeweiligen Seiten etwas mehr Schwarz nachschraffiert worden ist. Nun kommen Pupillen, Augenbrauen und natürlich die Zornesfalten, die eigentlich bei so ziemlich jedem Manga-Charakter eingezeichnet werden. Ich habe in den Augen noch die Pupillen und Highlights eingezeichnet und dann war's das eigentlich schon. Dann wären wir fertig mit dem Gesicht. Also geht es weiter mit der Frisur. Zeichnet die Haare nun in sein Gesicht ein, also seinen Pony mehr oder weniger. Diese Haare habe ich teils unterschiedlich lang gezeichnet. Liegt ganz einfach daran, dass ich finde, dass diese gewisse Willkür dem Ganzen den letzten Schliff gibt. Also zeichnet sie mal kürzer, mal länger, je nachdem wie ihr das eben möchtet. Oder ihr zeichnet sie 1:1 so ab, wie ich sie gezeichnet habe. Gebt Ichigo nun den Rest seiner Wuschelmähne. Einfach einmal um den Kopf rum und ihr seid fertig. Die Guidelines auf dem Kopf brauchen wir übrigens auch nicht mehr. Abgesehen davon brauchen wir überhaupt gar keine Guidelines mehr. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche auf eurem Papier übrig habt, dann radiert ihr am besten aus. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Alles, was ich noch gemacht habe, ist den Kragen vom Shihakusho eingezeichnet und natürlich sein Schlüsselbein und den Ansatz von seinem Nackenbeuger. Soweit wären wir eigentlich fertig, was das Zeichnen angeht. Bevor wir jetzt mit unserem G-Pen oder Multiliner hier gleich drüber gehen, habe ich euch nochmal die Schattenstellen eingezeichnet, die ich später mit meinen Copics nachgehen werde. Diese Stellen werde ich später dunkler zeichnen, also praktisch schattieren. Nur falls ihr später nicht erkennt, könnt ihr auf diese Stelle vom Video zurückspulen und nochmal nachgucken, wo ihr denn genau schattieren müsst. Aber jetzt genug davon, los geht's mit dem Inking. Und das mache ich natürlich, wie sonst auch immer, mit meinem G-Pen. Jetzt im Endeffekt bin ich auch nochmal die Haare nachgegangen. Das bedeutet, ihr könnt nochmal ganz genau nachschauen, welche Stellen ihr auch auf dem Gesicht oder in den Haaren dunkeln zeichnen müsst. Allerdings sollte ich nochmal erwähnen, dass wenn ihr diese Stellen so eingezeichnet habt, die ausradieren solltet, nämlich die Copics, die verschmieren mit dem Bleistift. Radiert also über euer komplettes Bild, bis kein Bleistiftfussel mehr übrig ist. Und an diesem Punkt würde ich mal sagen, legen wir los mit dem Part, auf den wir alle gewartet haben. Los geht's mit der Koloration. Für diese Zeichnung brauche ich tatsächlich nur 8 Copic-Marker, das ist deutlich weniger als sonst. Das bedeutet, ihr könnt auch selbst mit einem kleinen Arsenal hier mitmachen. Beginnen tue ich mit E00, weil Ichigos Haut etwas dunkler ist als die gewöhnliche. Schattieren tue ich Ichigo dieses Mal ausnahmsweise mit Ash Rose, E70. Die benutze ich für gewöhnlich nicht so gerne, weil sie etwas stark und etwas krass im Kontrast zu den anderen Hautfarben ist, eignet sich in diesem Fall ja aber super, weil wir ja Anime-Optik zeichnen.
Ichigos Haare habe ich mit YR14 erstmal grundiert und bin dann später mit einem dunklen Orangeton nochmal die Schattierungen nachgegangen. In meinem Fall habe ich die dunklen Stellen mit YR16 ausgefüllt. Bedeutet allerdings nicht, dass ihr denselben Ton nutzen sollt. Ich finde, YR16 ist in diesem Fall vielleicht sogar noch etwas zu hell. Benutzt also vielleicht einen etwas dunkleren Orangeton, wenn ihr einen zur Verfügung habt. Als nächstes sind seine Augen dran. Einmal mit einem hellen und einmal mit einem dunklen Braunton. Ihr müsst natürlich nicht extra einen dunklen Braunton dafür kaufen. Ihr könnt auch genauso gut zweimal mit demselben Braunton die dunklen Stellen nachgehen. Das hat ungefähr denselben Effekt. Als nächstes kommt der wahrscheinlich unangenehmste Part von allen und das wäre in diesem Fall Ichigos Shihakusho. Den müssen wir nämlich so grundieren, dass man später diese ganzen unangenehmen Striche nicht mehr sieht. Bei den Haaren ist das minimal ein Problem, aber in diesem Fall ist das natürlich großflächig, also schon nicht mehr so leicht wie gerade eben. Bedeutet also, ihr müsst in diesem Fall sehr schnell über das Bild drüber gehen und es kolorieren, nämlich sonst zieht man diese ganzen Striche umso mehr. Bedeutet, achtet darauf, dass die Farbe noch flüssig ist, wenn ihr drüber malt und dann habt ihr eine recht gute Chance, dass euer Bild später auch richtig ordentlich aussieht. Nun geht es daran, Ichigos Shihakusho noch zu schattieren und die dunklen Stellen, die machen wir zuallererst einmal mit dem ganz normalen Copic Black Marker. Vergesst den Kragen nicht, den habe ich mit C3 koloriert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch mit einem Guild-Schreiber oder ähnlichem Ichigos Haaren ein paar Highlights geben und voila, wir sind fertig mit Ichigo in seiner Bankai-Form. Soweit hoffe ich natürlich, dass dieses Tutorial euch weitergeholfen hat. Wenn ja, dann könnt ihr das gerne mit einer positiven Bewertung und einem Kommentar zeigen. Soweit gibt es Updates zur Verlosung von meinen Copic-Markern im nächsten Artist's Opinion. Mein Name ist Marcel und man sieht sich zum nächsten Video hier auf Drawing Like a Surf. Bis dann!